Thorsten Rühl auf dem Weg zum Schloss in Homberg-Ohm. Der Hobbyforscher, der hier im Ort groß geworden ist, hat Hinweise, dass das Schloss einst ein Versteck der sagenumwobenen Tempelritter war. Auf diese Spur hat ihn das Buch eines Forschers aus den 1930er Jahren gebracht. Unweit des erhaltenen Burgtores steht eine uralte Linde. Blickte ich darunter stehend nordwärts, so wurde mein Auge von einem jäh aufragenden Basaltkegel gebannt, die Amöneburg. Nachdem ich diese Passage gelesen habe, wusste ich, hier bin ich am richtigen Ort, hier kann ich das Rätsel lösen. Zusammen mit anderen Hombergern ist er entschlossen, die Geheimnisse der Geschichte zu lüften. Vor allem aber wollen sie den Burgberg, der lange unzugänglich war, erhalten und mit neuem Leben füllen, auch in schweren Zeiten. In Homberg-Ohm, am Rande des Vogelsbergs, ist der Schlossberg das eigentliche Zentrum der Stadt. Doch Jahrzehnte war er ein vergessener Ort, der erst 2012 wieder begonnen hat, aufzuleben. Und zwar durch die Schlosspatrioten. Also wollen wir den Meter festlegen? Markus Haumann ist einer von ihnen. Mit anderen Mitgliedern des Vereins trifft er sich, um den Platz der Bühne neu zu vermessen. Denn die ist durch das Wetter inzwischen ziemlich kaputt. Eine neue soll her. Beate Gosfelder-Michel prüft die Angebote. Bis zum 14.08. haben wir eine Sonderaktion auch so auf Siebdruckplatten. Das Dann machen wir 75, 75. Also auf beiden Seiten 75 cm weniger. Dann haben wir eine 8 Meter breite Bühne. Ja, genau. Und kann man auch den Freisitz dann auch schön zu erreichen wieder. Sie hoffen, dass sie einen Teil der Kosten durch eine Regionalförderung erstattet bekommen. Das klappt aber nur, wenn die neue Bühne bis zu einem bestimmten Termin steht. Sie müssen sich also beeilen und sind auch schnell entschieden. Hört mal zu, ich habe mal eine ganz tolle Neuigkeit. Bitte? Wir stehen hier und legen gerade fest, dass wir bei Bütek bestellen wollen. Da ruft mich der Herr von Bütek an. Herr Stockmann, ich kann Ihnen zusagen. Das ist ja wohl nicht wahr jetzt. Auch eine Bühnenüberdachung hätten sie gerne, doch dafür fehlt bislang noch das Geld. Wir haben dann hier eine Bühne, die allen Kulturschaffenden hier in der Region offen steht. Und wenn dann aber keine Überdachung drüber ist, dann fehlt wieder was. Dann überlegen die wieder, kann ich es riskieren, wenn es regnet, muss ich in die Stadthalle. Und wenn wir das schaffen, sowohl die Bühne als auch die Überdachung der Bühne hier hinzustellen, dann ist eigentlich kein Grund mehr da, das nicht zu riskieren, in diesem Ambiente Open Air was zu zeigen. Und das wollen wir halt verwirklichen. Das Schloss, so wie es heute dasteht, erinnert eher an ein Herrenhaus. Tatsächlich aber war es eine mittelalterliche Burganlage. Mit ihr beschäftigt sich der Arbeitskreis Geschichte, einer von 9 Arbeitskreisen der Schlosspatrioten. Indizien, dass die Tempelritter tatsächlich hier oben lebten, gibt es laut Thorsten Rühl, der zum Arbeitskreis gehört, genug. Ja, der Volksmund, der sagt, diese Kapelle, die wir hier im Hintergrund sehen, die St. Georgskapelle, dem heiligen Georg geweiht, also ein Schutzpatron der Templer. Der Volksmund sagte noch bis mindestens ins späte 19. Jahrhundert hinein, dass das die Tempelherrenkapelle ist. Nur ein Teil der Kapelle ist erhalten und ihre Mauern müssen dringend trockengelegt werden. Im 17. Jahrhundert lebte hier oben ein Amtmann, der hinter der Kapelle auf Templergräber gestoßen sein will. Diesen Berichten folgend hat Thorsten Rühl 2019 auf eigene Kosten eine Bodenradarmessung machen lassen und sie haben etwas entdeckt. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein altes Beinhaus. Der stieß auf Knochen und ihm fiel auf, dass diese Knochen so weit über der Größe seiner damaligen Zeitgenossen waren, dass er gesagt hat, das müssen Tempelherren gewesen sein. Die Schlosspatrioten hoffen nun, das Trockenlegen der Mauern mit ihren Erkenntnissen über die Templer irgendwie zusammenzubringen. Wenn es uns gelänge, diese Grablege wieder zu öffnen, dann würden wir eventuell auch Spuren finden, die uns heute noch einen Hinweis darauf geben könnten, ob es tatsächlich Mitglieder des Templerordens waren, die dort bestattet wurden oder eben auch nicht. Google wäre natürlich auch eine spannende Stelle.
Das war da. Ja, das ist ja die wahrscheinlich. Jetzt stehe ich davor, jetzt überlege ich gerade, ob die Ecke wirklich... Ein Archäologe von der Uni Marburg beim Ortstermin mit dem Bezirksarchäologen. Wird der seine Genehmigung geben, die vermuteten Templergräber zu öffnen? Die Anomalien liegen im tiefen Bereich von 1,50 Meter bis ca. 2 Meter Tiefe. Ja. Und jetzt meine Frage, diese ominöse historische Überlieferung zu dieser Graböffnung, von wann ist die oder auf welches Jahr bezieht die sich und was haben die damals? Das Originalzitat im Auto liegen, ich kann es gerade mal holen. Er macht es euch nicht einfach, oder? Nee, das kann man so sagen. Ja. Aha, und was hast du jetzt da geholt? Ich habe nochmal diesen Bericht von dem Amtmann Moritz von Gilsen geholt, damit wir den Wortlaut haben, was der damals gefunden hat. Hinter der Kapelle, also da, wo wir jetzt stehen, hat Amtmann Johann Moritz von Gilsen im Jahr 1640 bei einem neu angelegten Garten auf dem Platz in einem von ihm eröffneten Gemäuer eine ziemliche Anzahl Totenkörper an Köpfen und Gebeinen, soweit über gewöhnliche und heutiger Körpergröße, sehr artig und ordentlich ineinander gelegt gefunden, aber selbige wiederum verwahren lassen und ist vermutlich und so weiter und so fort. Also er spricht von einem eröffneten Gemäuer an der Stelle. Der Bezirksarchäologe schweigt. Überzeugt ihn der Bericht von 1697? Was würde mit möglichen Funden passieren? Am Ende entscheidet er, dass die Uni Marburg zwar graben darf, nur leider nicht an der Stelle der vermuteten Gräber. Ihm fehlt das Konzept, was mit eventuellen Grabfunden passiert. Möglicherweise liegt da nicht nur einer, sondern, ja, wie gesagt, es ist hier ein Bestattungsplatz. Also so unbekannter, zumindest über eine Zeit lang. Und dann haben wir nicht nur ein Problem, sondern dann haben wir viele Probleme. Es wird also nur entlang der Kapellenwand gegraben. Eine Woche lang als Lehrgrabung für Studenten. Besonderer Besuch im Schloss. Dafür braucht Markus das Bild aus der Kaffeeküche. So, Frau Burmeister, hier ist das gute Stück. Jetzt ist die Frage, würde mich mal interessieren, ob Sie Ihre Puppe noch kennen, die Sie damals in der Hand hatten. Nee, die habe ich nicht. Das war so eine alte Schlümpel. Die war aus... Antje Burmeister ist eine der letzten Bewohnerinnen des Schlosses und sie ist als Kind auf dem Bild verewigt. Ja, wir haben jetzt seit geraumer Zeit so ein bisschen eine Rückkehr von alten Stücken, die aus dem Schloss stammen, die alle Stück für Stück zurückkehren. Und da gehören über 40 Bilder dazu, die uns der Vetter von Frau Burmeister zur Verfügung gestellt hat. Eins nach dem anderen kehrt zurück. Und das wollen wir mal dokumentieren mit der Dame, die vor 77 Jahren von ihrem Großvater hier an dieser Stelle gemalt wurde. So, das Mädchen guckt dorthin. Von der Höhe her, dass ja noch ein Die kleine Antje hat später als Ärztin in Berlin praktiziert. Jetzt im Ruhestand kehrt sie wieder nach Homberg zurück, an die Stätte ihrer Kindheit. Aber schön gepflegt ist das hier jetzt. Ja, eine ganz tolle Gartenabteilung. Ja? Ja, wirklich wahr. Die sind jeden Sehr Tag schön. hier. Ja. Die sind sehr, sehr aktiv. Die Gelegenheit, mehr über die Geschichte des Hauses zu erfahren, lässt sich Beate anschließend im Schlosscafé nicht entgehen. Können Sie sich daran erinnern, dass das Dach irgendwann mal umgedeckt worden ist? Ja. Das war früher rot mit Ziegeln gedeckt und dann hat man einen Schiefer drauf gemacht. Das muss in den 50er Jahren gewesen sein. Das ist ganz wichtig für uns. Allzu viele, die das Schloss noch aus der Zeit kennen, als es bewohnt war, gibt es nicht mehr. Jede Information hilft den Schlosspatrioten und Antje Burmeister ist nach diesem Besuch beeindruckt. Schön zu sehen, dass es jetzt in guten Händen ist und erhalten wird. Das hätten wir ja nicht geschafft. Und wie es erhalten wird. Mit welch blühendem Leben der Bürgerverein die alten Gemäuer füllt. Ob das jährliche Schlossfest unter Beteiligung des örtlichen Kindergartens, ob Kunst und Ausstellungen jeder Art, ob das Schlossfestival mit Theater, Kino und Konzerten oder der Winterzauber,
Die Schlosspatrioten haben ein regelrechtes Feuerwerk gezündet und damit das Schloss weithin bekannt gemacht. Und jetzt, unter Pandemiebedingungen, haben die archäologischen Grabungen begonnen. Studenten der Uni Marburg legen alles systematisch an der mit dem Landesarchäologen vereinbarten Stelle der Kapellenwand frei und haben schon vieles zutage gefördert. Die Schlosspatrioten Beate und Wilhelm schauen über die ersten Funde. Das wissen wir noch nicht. Aber das hier ist sicherlich ein Teil von einer alten Ofenkarre. Heute ist der 3. Tag, Mittwoch. Zutage gekommen sind bisher Scherben. Ja. Das geht schon in die Tausende rein. Gedacht haben wir ja eigentlich, wir sind auf dem Friedhof da unten. Das wird ja immer geredet. Ja. Immer in allen Schriften steht, dass hinter der Kapelle die Begräbnisstätte gewesen sei. Beinlager auch, oder? Genau, vielleicht auch ein Beinhaus, was wir ja eigentlich gedacht haben. Ja. Dass wir das im Bodenradar angedeutet gesehen haben. Deshalb sind die Schlosspatrioten natürlich vor allem interessiert an Knochenfunden. Und die kommen immer häufiger. Ja. Nur nicht unbedingt so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, ist Knochen. Die Archäologen gehen bei den meisten Knochen allerdings von Schlachtabfällen aus. Jetzt wird's spannend, weil jetzt können wir trennen, was modern. Auch der Grabungsleiter Felix Teichner schätzt, früher oder später auf menschliche Überreste zu stoßen. Weil es ja offenbar dagegen gelegt ist. Und tatsächlich, immer mehr solcher Funde kommen ans Tageslicht. Das ist alles jetzt Knochen. Ja. Das sind alles Knochen, aber wo zuzuordnen, keine Ahnung. Hier sieht man dann auch, also man sieht, es ist an der Knochenstruktur so. Wir erwarten natürlich, da wir den sakralen Charakter dieser Georgskapelle nicht abstreiten, dass hier Bestattungen stattgefunden haben. Und dann würden wir im nächsten Schritt schauen, was sind das für Bestattete, die da liegen. Auf einem Schloss würde man eine entsprechend privilegierte soziale Schicht erwarten. Und dann könnte man das konfrontiert mit dieser Arbeitshypothese der Schlosspatrioten, dass hier möglicherweise auch Templerbestattungen vorliegen. Schlosspatriot Tilman Niehoff kennt sich als ehrenamtlicher Leiter des hiesigen Heimatmuseums schon etwas aus mit Knochen. Es könnte also auch Hinterhauptsbein sein. Genau, hier hinten das Stück. Ja gut, okay. Was man im Vergleich zu vorher, das waren ja ganz viele Scherben. Jetzt ist schon mal ein Knöchelchen mehr dabei. Und natürlich auch irgendwelche Bodenstrukturen oder Mauerstrukturen, die noch ein bisschen mehr Aufschluss auf dieses Kirchengebäude geben. Das wäre natürlich schon interessant zu wissen. Ihre Lust, immer mehr über das Schloss, seine Bewohner und seine Geheimnisse herauszufinden, scheint grenzenlos. Vielleicht liegt es ja daran, dass das Gelände so lange unzugänglich war. 100 Jahre in Privatbesitz, viele Jahre Leerstand. Beate und Sonja, die Frau des ehemaligen Bürgermeisters Bela Dören, treffen den Künstler Volker Schönhals. Er hat eine besondere Beziehung zum Homberger Schloss. Die hätten wir ja öfter wieder aufstellen müssen, weil die sind ja nicht so windstabil. Ja, also ich war mindestens 4-5 Mal hier. Die roten Tafeln, die heute noch hier hängen, gehen auf ihn zurück. Aus einer Zeit, als das Schloss noch unbewohnt und unzugänglich über der Stadt stand. Man bat mich, eine Installation zu machen. Ich hatte diese roten Tafeln noch von einer anderen künstlerischen Arbeit und dachte mir, das ist genau das Richtige. Denn genau so werden hier auf dem Land Türen gemacht. Einfach ein paar Bretter, ein Z-Kreuz dahinter. Und sollte quasi das Schloss öffnen als Tür für die Bevölkerung. Und das ist letztlich auch passiert. Für uns war das ein Symbol für die rote Farbe, die Signalfarbe ja überhaupt auch. Hingucken. Hier ist irgendwas, das braucht euren Schutz. Das braucht den Schutz der Bevölkerung. Verlassen und heruntergekommen war es, als es 2011 schließlich zum Verkauf stand. Der damalige Bürgermeister hatte sofort eine Vision für den Ort. Es war sehr sagenumwoben, aber völlig unzugänglich. Und mein Mann war elektrisiert von dem Gedanken, dass dort eine Kulturstätte für Homberg entstehen könnte. Ein Investor wollte nur die umliegenden Wälder kaufen. Den Burgberg bot er der Stadt an.
Und jetzt entbrannte ein Riesenstreit in der Stadt. Es gab die Schlossbefürworter, die hielten sich aber meistens dezent zurück. Und es gab massiven Widerstand, dieses Schloss zu kaufen, aus dem einfachen Grund, dass man wusste, was für ein Renovierungsbedarf wahrscheinlich auf einen wartet. Spontan gründete sich eine Facebook-Gruppe Pro Schloss und Bürgermeister Dören öffnete den Schlossberg für die Bürger. Die meisten kamen zum allerersten Mal hier hoch. Das Interesse gigantisch. Es waren über 1000 Besucher in dem Schloss. Pro Tag. Die Räume hatten einen unglaublichen Charme und auch eine ganz tolle Patina. Und die Bürger sollten nun abstimmen über den Kauf. Die Schlosspatrioten richteten ein Abstimmungszimmer ein. Rot stand für Nichtkauf, grün für einen Erwerb durch die Stadt. Hinterher konnte man dann schon farblich feststellen, dass eine überwältigende Mehrheit für den Schlosskauf gestimmt hatte. Allerdings, der Kauf war an die Bedingung geknüpft, dass die Bürger sich um Erhalt und Belebung des Schlosses kümmern. Und das tun sie seit 2012, auch mit ungewöhnlichen Ideen. Die Schlosspatrioten laden zum Yoga gegen eine Spende. Alexandra Glatter ist eine Initiatorin des Projekts. Wir sind dazu gekommen, weil wir 2 Leute im Verein sind, die als Hobby sehr gerne Yoga machen. Und wir hatten uns dann überlegt, den Schlossgarten etwas zu unterstützen, weil der ja immer auch viel Arbeit macht und wenig Einnahmen hat, sprich gar keine. Und da haben wir diese Yoga-Gruppe ins Leben gerufen und machen seitdem Yoga im Schlossgarten. Da kann jeder kommen, egal wer. Im Sommer 2020, zu gemäßigten Pandemiezeiten, findet nur wenig Kultur in der Region statt. Hier oben am Schloss ist genug Platz und ein monatlicher Biergarten mit Live-Musik folgt genauen Pandemieregeln. Das ist jetzt jedes Mal eine ziemliche Prozedur, wenn Sie in den Biergarten gehen wollen. Ja, nehme ich aber gerne in Kauf. Das ist völlig in Ordnung, weil das Ambiente passt eigentlich hier nur. Die Schlosspatrioten haben ein Corona-Konzept und unter anderem Sachra gibt die Empfangsdame. Ja. Danke. Ich bin nicht schon lange in Deutschland. Ich bin seit 3 Jahren hier in Deutschland. Ich komme aus dem Iran, aber ich freue mich sehr, dass ich Schlosspatriotin bin. Der monatliche Biergarten ist ein Erfolg. Die Besucher sind zahlreich und die Schlosspatrioten können das nach dem ersten Lockdown gut gebrauchen. Man könnte denken, dass wenn wir hier einen Biergarten machen, dass das ein Fest für die Schlosspatrioten ist. Ist es aber nicht. Schlosspatrioten sind sehr wenige da. Genau. Das, was da sind, sind wirklich unsere Gäste. Genau. Kann man so sagen. Ja. Die Schlosskids, die Jugendgruppe der Schlosspatrioten, helfen mit. Welchen Stellenwert der Veranstaltungsort für die Region hat, dafür hat Markus ein anschauliches Beispiel. Wir nehmen kein Pfand. Und wir haben seitdem wir das haben mit den Krügen, jetzt 15 Biergärten gehabt und wir haben immer noch die gleiche Anzahl von Krügen. Also es wird wertgeschätzt, es kommt hier niemand her, um hier einen zu heben und dann noch ein Glas mitgehen zu lassen, sondern man möchte beim nächsten Mal wiederkommen und dann auch kein Pfand zahlen müssen. Und das ist schon auch für uns ein Zeichen der Wertschätzung, dass die Leute das wirklich toll finden, was hier stattfindet und nicht einfach nur hier mal schnell so eine schöne Feier zu machen und vielleicht noch einen Krug mit heimzunehmen. Das Schloss ist inzwischen eine Kulturinstitution. Doch in Corona-Zeiten steht der Verein vor großen Herausforderungen. Wir haben 9 Arbeitskreise und einer nach dem anderen schläft ein bzw. schlummern vor sich hin und wir müssen mobilisieren, wir müssen wieder als Verein auftreten, damit wir nicht einschlafen gänzlich. Man kann sich auch daran gewöhnen, nichts mehr zu machen ehrenamtlich. Oder ja, nicht nur das, sondern wir sind ja mitten in Renovierungsarbeiten und wir haben Handwerker beschäftigt. Das sind Kosten, die bezahlt werden müssen und irgendwo muss ja auch Geld wieder rein. Wir sind ja auch ein wirtschaftlicher Betrieb und dieser wirtschaftliche Betrieb muss aufrechterhalten werden. Ja, und die 2 großen Sommerevents, die wir haben, eben das Schlossfestival und das Schlossfest, das 2 Großevents sind, die sind halt erstmal platt. Genau. Für frische Biergartenbrezeln sorgen die Schlosskids.
Ihr habt es ja ganz kuschelig warm hier drin. Seit 2017 sind sie ein eigener Arbeitskreis. Mila ist mit Begeisterung dabei. Da unten beim Torhaus, da helfen wir den Tieren und machen das Schloss schön sauber und alles. Also das macht sehr viel Spaß. Wenn man Tiere mag, dann muss man auf jeden Fall hierher kommen, weil wir haben 3 Ziegen und Hühner. Und ja, um die kümmern wir uns als und das macht sehr viel Spaß. Wir dürfen auch immer zu den Hühnern rein und die auch streicheln, hochnehmen und alles. Wir misten aus, füttern die, also das ist eine schöne Zeitvertreibung. Das Torhaus ist die Residenz der Schlosskids. Sie haben sich aus einer Kindertagesstätte heraus zu einem eigenen Arbeitskreis entwickelt und neben den Tieren machen sie alle möglichen Projekte, die das Schloss betreffen. Zum Beispiel das Leinölprojekt. An der Schlossmauer haben sie kürzlich Lein gepflanzt und haben dann daraus die Leinsamen geerntet. Unter Anleitung eines Experten haben sie daraus Leinöl gepresst. Und das brauchen die Schlosspatrioten auch, um die vielen Fenster zu renovieren. Johannes Mosler, der dieses Projekt mit den Kindern gemacht hat, ist selbst kein Schlosspatriot. Er hat aber als Fensterrestaurator im Denkmalschutz hier Fenster repariert und leitet nun den Verein bei den weiteren Pflegemaßnahmen an. Aber so ist das wunderbar. Das ist jetzt wieder gut für die nächsten 5 Jahre mindestens. Inzwischen hat jedes Fenster sein eigenes Datenblatt. So wissen alle im Arbeitskreis Schlosswerkstatt, welches Fenster nachzuölen ist. Sein Fachwissen gibt Johannes Mosler dem Verein gerne weiter. Denn das Schloss ist ihm über die letzten Jahre zu einer Herzensangelegenheit geworden. Und trotzdem das Fenster unbeschadet bleibt. Und lasst das alles so, wie es ist und ölt eure schönen Anstriche und mehr braucht ihr gar nicht zu tun. Da sind ja Schlosspatrioten dabei, die haben zu Hause Plastikfenster und fragen sich, warum machen wir hier auch nicht auch Plastikfenster rein? Und wir wissen alle, Plastikfenster sind zum Austauschen gebaut und wir haben hier Fenster drin, die sind dafür gebaut, dass man sie reparieren kann. Und das haben einige Schlosspatrioten erkannt und haben das gut geheißen und deswegen bin ich froh, dass man hier die Fenster retten konnte und sie immer noch da sind. Der Tag des Abbaus der alten Bühne ist gekommen. Fast 6 Jahre hat sie hier Dienst getan. Und jetzt müssen die Schlosspatrioten Gas geben, damit die Förderung auch fließt. Ja, jetzt bauen wir erstmal die Bühne ab. Dann wird der Boden noch vorbereitet, damit er die neue Bühne tragen kann. Also dass es dann im Lot liegt auch. Bis zum 15. werden wir nicht schaffen, aber auch das ist schon im Vorfeld kommuniziert, dass wir also noch ein bisschen Zeit nach hinten haben. Sarah hilft mit. Und es zeigt sich, dass die Kindergruppe der Schlosspatrioten Früchte trägt. Denn Sarah hat als Schlosskid hier oben angefangen. Ich finde es auf jeden Fall schön zu sehen, was man bewirken kann. Das Schloss hat sich ganz schön gemacht. Also wenn man bedenkt, wie das davor hier aussah und was die Schlosspatrioten dann hier oben geleistet haben, das zu erhalten, das finde ich einfach eine gute Sache. Mit dabei ist auch wieder Sachra. Die junge Iranerin ist von den Schlosspatrioten kaum noch wegzudenken. Sie ist vor 3 Jahren hier nach Deutschland gekommen als Flüchtling. Und ist in der Gemeinschaftsunterkunft hier in Homberg eben untergekommen. Und wie das Leben manchmal so spielt, Zufälle hin, Zufälle her. Sie war auf einmal da und wir haben sie mitgenommen. Wir haben sie mitgenommen hier zum Schloss. Ich habe sie mitgenommen hier zum Schloss. Und sie ist mittlerweile, sie ist eigentlich in ganz vielen Bereichen des Schlosses total aktiv. Ja, wo irgendwo Hilfe gebraucht wird, sie ist da. Der Verein ist für sie quasi wirklich wie eine zweite Heimat geworden. Sie fühlt sich einfach hier bei uns im Kreis super wohl. Der Zusammenhalt ist einfach sehr schön. Willi Bernbeck hat eingeladen zu einer Nachtexkursion. Willi ist Schlosspatriot mit Passion für die Natur hier oben. Dann machen wir mal ein paar Lockrufe für Mehlschwalben hier an.
Das Schloss soll noch mehr als bisher Heimat für die Schwalben werden. Das gelingt natürlich am besten im Spätsommer, ab Mitte August bis Anfang September, wenn sich die Schwalbenschwärme hier oben im Schlossberg sammeln. Und dabei gelingt es dann manchmal, dass die Tiere bis 1 Meter nah rankommen oder sich gar an die Nester ranhängen, und so dass die Chance besteht, dass sie die Kunstnester nächstes Jahr besiedeln. Das Schloss ist bereits ausgezeichnet als Schwalben- und Fledermausfreundliches Haus. Auch Mauersegler nisten dank Willis Engagement an der Kapellenscheune. Die sitzen aber bei ihrer Brut. Auf Ein- oder Ausflug wartet deshalb die Gruppe vergebens. Die Zeit ist jetzt vorbei, jetzt tut sich nichts mehr. Entweder ist schon vorher drin. Jetzt hat auf jeden Fall die Nachtschicht das Kommando übernommen, das heißt die Fledermäuse. Fledermauskenner Thomas Steinke ist mit dabei. Wir suchen jetzt eine Stelle, wo wir vielleicht noch ganz gut beobachten können gegen den hellen Abendhimmel. Der ehemalige Förster hat einen Fledermausdetektor mitgebracht. Da oben sieht man dann auch ein paar Fledermauskästen, die wir noch angebracht haben. Hier oben ist einer, glaube ich. Da. Die Mehrzahl der Fledermäuse, die da oben rumfliegt, ich schätze die Zahl so zwischen 5 und 10, die dort jagen, das sind Zwergfledermäuse. Das ist unsere häufigste Art in ganz Hessen, allerdings auch in ganz Deutschland, kann man sagen. Insgesamt umflattern das Schloss bis zu 6 verschiedene Arten, darunter auch recht seltene Exemplare. Normalerweise ist unter jedem Schloss zumindest ein Schlosskeller oder ein Gewölbe. Und hier gibt es einen Schlosskeller, der zugänglich ist. Und den haben wir erkundet. Und Willi hatte, glaube ich, noch nichts entdeckt. Aber ich weiß dann, in welche Spalten man wie reingucken muss. Du hast den richtigen Rieger. Und dann haben wir Fransenfledermäuse gefunden. Und braune Langohren und eine Wasserfledermaus. Ach. Aha. Weißt du noch gar nicht. Nee. Aber jetzt. Jetzt weiß ich's. Der Wasserfledermaus sogar hier oben. Ja. Weit weg von da oben. Ein alter Baumbestand, die Tiere der Schlosskids, das bedeutet viele Insekten. Den Fledermäusen auf dem Schlossberg geht's gut. Aber das sind alles Zwerge, die da. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht an allen Schlössern so gut läuft wie hier in Homberg bei den Schlosspatrioten, weil die haben das Glück, dass sie besonders mit Willi, aber ich glaube auch mit anderen Mitgliedern der Schlosspatrioten sehr naturnah eingestellte Menschen haben und die achten auf solche Kleinigkeiten. Also bei der Renovierung, wenn so eine Mauer saniert wird, unbedingt aufpassen, dass zumindest ein paar tiefe Spalten erhalten bleiben. Und das gibt es immer Möglichkeiten, da auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation zu schaffen. Geheimnisse alter Mauern, was die Tierwelt betrifft, aber auch die archäologische Grabung. Der Hobbyforscher Thorsten Rühl vom Arbeitskreis Geschichte ist gespannt, wie es am 4. Tag steht, in der Grube hinter der Tempelherrenkapelle. Auch wenn einzelne Knochenfragmente zum Vorschein kommen, die erhofften Templergräber sind das nicht. Ein Gefühl des Bedauerns, dass wir nicht überall da nachschauen können, wo auch nachgeschaut werden müsste, in meinen Augen. Das war ja genau der Streifen hinter dir, ne? Wir knien quasi drauf auf den interessanten Teil. Diese 3 Steine, die wir hier gut im Bild sehen können, die erkennen wir hier wieder am Tag einer Messung, die vor etwas über einem Jahr stattgefunden hat. Und man erkennt an den interessierten Gesichtern, die hier das Display des Bodenradargerätes ablesen, dass dort etwas Interessantes zu sehen ist. Und den Schnitt in die Tiefe, den man an dieser Stelle sehen kann, den sehen wir hier. Also an der Stelle, an der sich hier das Mauerwerk befindet, geht eine Struktur, die sich hier zwischen 1,50 Meter und 2 Meter Tiefe befindet und sich auf einen Bereich von etwa 2 Meter Länge erstreckt. Diese Struktur ragt fast bis auf 0,5 Meter an die Erdoberfläche heran. Und das ist der Bereich, der sich hinter diesem Stein dann verbirgt. Ein alter, handgestrichener Dachziegel kommt zum Vorschein.
Der Hinweis von Frau Burmeister, die hier als Kind und Jugendliche lebte, auf eine andere Dachdeckung, bestätigt sich damit. Diese Dinger da haben wir ja schon ganz oft dran gehabt. Und wieder finden sie Tierknochen und dann eine echt silberne Münze. Aus dem Jahre 1733. Darunter befindet sich ein G und ein K. Ja, toll. Ja, man kann lesen, ein Kreuzer 1733 und ein Münzmeister drunter. GK. Die Buchstaben benennen den Münzmeister, der die Münze prägte. Das wusste die Bürgermeisterin von Homberg auch noch nicht. Sie besucht die Grabungsstelle. Vom Engagement der Schlosspatrioten ist sie begeistert. Solch ein Verein, die Schlosspatrioten, das ist definitiv ein Glücksfall für eine Stadt. Und das ist ja das Wichtige, dass man nicht nur ein Kulturdenkmal hat zum Anschauen. Vor allen Dingen wichtig ist das Leben, was hier stattfindet. Besser geht's nicht. Plötzlich gibt es für die Studenten in der Grube kaum noch Funde. Die bleiben aus. Es gibt weniger. Entweder kommt jetzt einfach nur eine Trennschicht dazwischen und dann geht's weiter, oder wir haben jetzt den eigentlichen Boden erreicht. Noch haben sie 2 Tage für die Grabung. Besuch im Schloss. Die Künstlerin Moina Stock hat einen Termin mit Beate und Sülke vom Arbeitskreis Kunst und Kultur. Alle Ausstellungen im Corona-Jahr 2020 waren abgesagt. Jetzt wollen die Schlosspatrioten den Neuanfang wagen. Was ganz oft genutzt wird, ist halt eben auch unser Flur. Da sind halt eben auch die Leisten da und den Flur. Ja, dann können Sie so, dass man einmal rundum gehen kann. Ja, kann man da auch was aufhängen? Ja, natürlich. Ja. Oben sind auch die Leisten, ist auch die Beleuchtung dazu, auch ringsrum. Die Besichtigung gerät kurzzeitig ins Stocken. Gruseleffekt hier. Da hat sich wer verirrt. Da oben ist die Fledermaus. Stellt sich nur eine Frage. Wie kriegen wir dich denn raus? Ganz klar, Willi muss her. Wir haben noch eine Stehleiter, natürlich. Und dann kann es erstmal wieder um die Kunst gehen. Es wird vielleicht ein Lichtkasten sein, auch 1, 2 Lichtobjekte. Moina macht moderne Kunst mit ganz unterschiedlichen Materialien. Gehen die Vorstellungen der Künstlerin zusammen mit den Voraussetzungen, die ihr diese alten Schlossräume bieten? Hier wurde alles in Absprache mit dem Denkmalamt gestaltet, auch die Farben der Wände. Natürlich wäre das dann die Herausforderung, wie kriegen wir das hin? Wie kriegt man das gestellt, auch ohne irgendwas jetzt hier zu beschädigen? Fotos sollen der Künstlerin bei ihrer Konzeption der Ausstellung für das kommende Frühjahr helfen. Und schließlich sind sie und die Schlosspatriotinnen sich einig. Ja, also toll. Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist eine Herausforderung, ne? Also ich habe viele Ideen. Bin mal gespannt, was sich dann jetzt so vor meinem geistigen Auge dann realisiert und dann in Wirklichkeit. Ne? Also ich freue mich jedenfalls drauf. Ich freue mich auf jede Ausstellung und wenn es jetzt gerade wegen Corona, das ganze letzte Jahr ist ausgefallen und ich freue mich richtig drauf, dass hier wieder ein bisschen Leben reinkommt. Jetzt hängt er am Finger. Willi ist da und er identifiziert den Eindringling als eine braune Langohrfledermaus, die sich ins Schloss verflattert hat. Das heißt, es kommt immer wieder mal vor? Dass die hier in alle Gebäude reingehen. Finde immer wieder Öffnungen. Bei der nächtlichen Exkursion war keine Fledermaus zu sehen. Jetzt lässt sich schön beobachten, wie Willi sie in einen Fledermauskasten setzt. Alle hopp, sie kriecht freiwillig rein. Hopp. Von der Kapellenwand aus kann sie jetzt am Abend wieder auf Insektenjagd gehen. Rettungsaktion geglückt. Hinter der Kapelle ist die Grabung inzwischen 2 Meter tief. Und die Studenten haben vielleicht eine Überraschung freigelegt. Einen derart behauenen Stein hat hier niemand erwartet. Was ist das? Also momentan wirft das mein ganzes Bild, was ich von der Kirche habe, durcheinander. Von einer ursprünglichen Kirche mit einem eingezogenen Rechteckchor, nach der Reformation zu einem Rechteck-Langgebäude aufgedoppelt oder aufgemauert. Und dann finden wir hier ein massives Etwas. Was soll das sein? Aber momentan macht es in meinem Kopf alles
wirr, ist wie ein Puzzle, das man gelegt hat und wo man denkt, ich brauche noch 3, 4 Sachen und dann wird es komplett. Und jetzt hat man gemerkt, man hat da falsche Teile reingelegt. Und das stimmt ja gar nicht so. Aber das ist jetzt schon irre. Also das geht uns aber allen hier gerade so. Sehr schön. 11. Jahrhundert. Also kann schon im 11. gibt es bis ins 13. Ja. Und deshalb habe ich so 11. bis 12. so den Mittelwert. So, dann sind wir doch jetzt da unten angekommen, oder? Ja. Jetzt sind wir angekommen. Könnte sein. Feuchter ist, sondern dass es dunkler ist, das ist ja tatsächlich so. Mit anderen Worten, klingt danach, als müsste man weitergraben. Sollte man, ja. Man sollte das jetzt hier erweitern in die Richtung Burgmauer. Mit frischen Kräften. Und leider nicht mehr in diesem Jahr. Ja, die frischen Kräfte sind dieses Jahr nicht mehr verfügbar. Das ist im Endeffekt hat uns das die Pandemie gekostet momentan, die Arbeitskraft. Nach 6 Tagen geht die Leergrabung schließlich zu Ende. Aber die Einladung an die Schlosspatrioten steht. Und es wird sicherlich auch so sein, dass wir im Rahmen des Wintersemesters des Seminars, was wir dort planen, dann hoffentlich auch eine der Schlosspatrioten des Arbeitskreises, des historischen Arbeitskreises, dann bei uns mal begrüßen dürfen, um einfach das Fundmaterial gemeinsam zu begutachten. Für Markus ist die Grabung ein Erfolg und auch erst ein Anfang. Wir haben ja lange gehofft, dass wir mal die Möglichkeit bekommen, da Grabungen zu machen, um das mehr aufzuklären, die Geschichte hier. Und man darf ja nicht selbst. Ja, und dann ist natürlich die Sache mit einer Uni zusammen die perfekte Lösung. Allerdings wurden mehr Fragen aufgeworfen als Rätsel gelöst. Ja gut, wenn ein Rätsel gelöst ist, dann ist ja auch die Sache beendet. Und das ist ja nicht unser Ziel. Also von daher sind neue Fragen eigentlich für uns weiterer Antrieb, die aufzuklären auch. Gegen Ende 2020 verschärft sich die Pandemiesituation zunehmend. Den Lockdown nutzt die Künstlerin Moina im heimischen Oberursel dazu, die geplante Ausstellung vorzubereiten. Dabei helfen die Fotos der Schlossräume. Auf Folien skizziert sie die Platzierung ihrer Werke und hat schon mit ein paar Unwägbarkeiten zu kämpfen. Hier würde sich gut anbieten, die 7er-Serie, so eine quadratische Serie reinzubringen. Die habe ich jetzt da. Da sind schon mal 4. Die Räumlichkeiten sind eigentlich wunderschön. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich habe persönlich nur das Problem, dass die Wände gestrichen sind. Das ist eigentlich für Kunst nicht möglich. Die müssten weiß sein, einfach schlicht und einfach weiß. Und die sind rosa, ocker und braun. Damit muss ich jetzt spielen. Und das war jetzt auch das Problem, wie schaffe ich es, dass sich das absetzt, weil ich male auch recht viel in rosa, aber ich möchte nicht, dass es kitschig aussieht und ich glaube, ich mache auch keine kitschige Kunst. Ich versuche das mit mehrdimensionalen Werken zu machen, also in Schichten mit Transparenzen zu gestalten. Ein Mix von Moderne in historischem Ambiente. Es ist was ganz Besonderes, in so einem Schloss auszustellen. Das hat auch eine Aura, eine Kraft und inspiriert einen auch. Zum Beispiel eine Malerin, Valeria Costa, ist eine Malerin des Barocks. Die wird auch eine kleine Rolle spielen in der Ausstellung. Also sowas ist auch spannend zu integrieren, durch die Jahrhunderte zu reisen und ins heutige Zeitalter. Am schönsten hätte ich ja gefunden in der Kapelle, aber da werde ich wahrscheinlich noch nicht die passenden Werke haben. Vielleicht ein anderes Mal. Mal schauen. Ein halbes Jahr nach den Grabungen lagern in der Tempelherrenkapelle noch immer reichlich Funde. Ein Besuch in der Uni Marburg fiel Corona-bedingt aus. Nun haben Beate, Wilhelm und Thorsten selbst zu interessanten Funden recherchiert. Eine skurrile Überraschung ist der Tropfenzähler aus einer Glasfabrik bei Kassel. Ja, und witzig ist ja, dass das die Vorläufer sind von den Maggi-Fläschchen, von den Pelikan-Tintenfläschchen und auch von den ersten Parfüm-Flakons bei uns. Ja. Also das ist mal so ein Nebenbefund, den wir hier eigentlich nicht erwartet haben, wo wir auch gar keine Vorstellung hatten. Aber das sind natürlich so Nebenerkenntnisse, die machen einen ja nicht gerade dümmer. Ja. Kein Tempelherrenschatz, aber bestimmt die Überraschung der Grabung ist jener exakt behauene Quader. War er Teil einer Mauer oder Sockel für einen Pfeiler? Das weiß zurzeit keiner. Auch das Fragment eines Kapellenfensters haben sie ausgegraben.
Wo im Fenstergewand der Stein seinen Platz gehabt haben könnte, damit hat sich Beate eingehend beschäftigt. Eingestrichelt habe, würde es das gewesen sein. Genau. Und da man sieht, dass das eine Asymmetrie hat, das ist ja nicht symmetrisch. Es kann also nicht das hier sein. Es kann auch nicht hier oben in der Spitze sein. Und es kann auch nur dann hier neben sein. Ja. Dadurch haben wir auch einen tollen Fund hier. Mit dem Stein ist so ein toller Fund jetzt. Ob die Knochenfunde den Tempelrittern zuzuordnen sind, kann noch niemand sagen. Am Platz der vermuteten Gräber durfte ja nicht gegraben werden. Sind die Schlosspatrioten enttäuscht? Enttäuscht nicht, aber wir hätten uns schon gern einen sichereren Nachweis gewünscht. Aber ich meine, die Vielfalt der Dinge, die wir haben, gibt uns als neue Aufgaben auf und es bleibt einfach spannend. Ja. Insofern war das letzte Jahr kein verlorenes Jahr, denn wir konnten doch einiges erreichen. Es wird weitergemacht. Ja. Frühjahr 2021. Die Ausstellung der Künstlerin Moina steht kurz vor der Eröffnung. Letzte Vorbereitungen? Die Schlosspatrioten helfen mit. Wir sind happy, dass es irgendwie weitergeht. Hoffentlich demnächst noch mehr. Es ist schön, dass hier die Räumlichkeiten mal wieder wirklich genutzt werden. 30 Jahre hat Moina das Konzept nun schon im Kopf. Jetzt ist es soweit. Viel zu ordentlich. Da könnten 2 hier sein, mal ein Block, es muss eins runter. Das ist viel zu nett. Zwischen ihrer Kunst und dem Burgberg von Homberg sieht die Künstlerin erstaunliche Parallelen. Lange fristeten auch Moinas Ideen ein Schattendasein. Das ist eigentlich ähnlich wie mit dem Schloss, weil das ist auch in so einem Dornröschenschlaf gewesen. Mehrere Jahrzehnte lang und jetzt blüht es auf mit diesem Verein Schlosspatrioten und das finde ich sehr spannend. Dass da so viel Wasser drauf war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die finanziellen Zuschüsse für die Bühne sind geflossen, obwohl die Schlosspatrioten sie wegen harter Lockdown-Regeln erst jetzt, im Frühling 2021, zur Probe aufbauen können. Und das inmitten einer Hochzeit. Das Standesamt hat hier eine Außenstelle, denn das Schloss mit seinem besonderen Flair ist ein beliebter Ort, sich das Ja-Wort zu geben. Nur der Arbeitskreis Sektempfang, der bei solchen Gelegenheiten immer etwas Geld in die Vereinskasse spült, kann pandemiebedingt noch nichts tun. Eine leichte Entspannung ist spürbar, doch diese erste Ausstellung, die sie wagen, ist für die Schlosspatrioten eine Herausforderung. Ich hoffe jetzt, dass die Ausstellung trotz Corona bald ein paar Gäste findet. Und darauf möchte ich ganz herzlich anstoßen mit allen. Wir haben mit der Künstlerin, mit der Moina Stock, haben wir verabredet, dass die Ausstellung, die wir jetzt installiert haben, länger stehen lassen und wir vielleicht im Sommer das richtig aufmachen können, so wie wir sonst eine Vernissage machen. Überall erkennen wir ja, dass es Online-Ausstellungen gibt. Daran werden wir die nächsten Monate arbeiten. Am Ende haben die bunten Wände die Künstlerin gar nicht mehr so sehr gestört. Ihre Werke passen in die sanierten Schlossräume. Ob ein über 2 Räume verteiltes Triptychon oder der Kontrast von vom Leben im Schloss geprägter Patina und moderner Kunst. Moinas Thema ist die Reise durch das Innere und Äußere des Menschen. Und das passt irgendwie zum neuen Leben im Schloss, zu dessen Geheimnissen und zu den Schlosspatrioten. Sag mal, Moina, du bist doch Musiker. Auch, ja. Wie wär's denn? Guck mal, wir sind doch jetzt bei der Bühne dabei und stellen die auf. Wie wäre das denn, wie würdest du dich denn da fühlen? Also, wir können es ja gerne mal ausprobieren. Es ist ja erst der Anfang der Bühne. Und Erik, wie wär's denn, wenn du mal auf die Bühne gehst? Aus Fair and Summertime. So hush, little baby. Don't you cry. Ja. Ja!